Ja, moin meine Freunde des Selbsterzeugungsstroms und willkommen zurück zu Part 2 der AC300 Videoserie. Und zwar, ja, hatte ich ja versprochen, wir wollen uns etwas mehr um die technischen Details der AC300 kümmern. Und ja, das werden wir heute auch tun, um gar keine Zeit zu verlieren. Fangen wir direkt an mit diesem Ding da. Und zwar dem Solareingang. Wer den ersten Teil meines Videos aktiv verfolgt hat, weiß noch, dass auf den Solareingang, sieht man leider nicht mehr so gut, weil es schon ein bisschen dunkel wieder geworden, wie das immer so ist in dieser Jahreszeit. Der weiß 150 Volt, maximal 12 Ampere, aber das Ganze dann zweimal. Damit man diese 150 Ampere zweimal nutzen kann, führt das Kabel hier bis ganz nach unten in mein nicht so optimal gelegten Kabelmanagement in zwei Strings. Dann haben wir einmal PV1 String, einmal plus minus, einmal den PV2 String plus und minus. Und auf jeder dieser beiden Kabelverbindungen könnt ihr jeweils 150 Volt, maximal 12 Ampere setzen, um eure Leistung hier voll auszuschöpfen. Genau. Was habe ich hier angeschlossen? Ich habe mich hier für 400 Watt Panels entschieden. Und zwar insgesamt 3 Stück. 2 davon sind in Serie geschaltet. Die sind da auf dem Dach. Also da ist dann eins irgendwie weiter da und eins weiter da. Und die sind dann in der Mitte so mit den MC4-Steckern zusammengesteckt, in Serie geschaltet. Genau, und als einzelnen String, ich glaube der rechte von denen ist das, der ist irgendwo hinter mir als einzelnes Panel verbunden. Ja, okay. Könnte man natürlich noch ein bisschen optimieren. Also ich könnte dann das, wo dieses einzelne angeschlossen ist, noch ein zweites anschließen. Ja, sogar noch ein drittes. Prinzipiell, meine 400 Watt Panels haben ja so ungefähr 40 Volt Leerlaufspannung. Oder wie es im Englischen heißt, Open Circuit Voltage. Also das, was das Solarpanel sozusagen an Spannung ausliefert, wenn es keinen Strom produziert sozusagen. Genau. Ihr müsst beachten, diese 150 Volt beziehen sich auch immer auf diese Leerlaufspannung. Also wenn ihr Panels habt und ihr wollt das hier in den Solareingang anschließen, dann achtet immer darauf, dass ihr die Leerlaufspannung nimmt, um zu berechnen, wie viele Panels ihr hier anschließen könnt. Wie gesagt, ich habe ein Panel, so irgendwas um die 40 Volt Leerlaufspannung, knapp drunter, also ungefähr 40 Volt. Ich habe jetzt hier an einem String 2 angeschlossen, an dem anderen nur 1 und ich könnte pro String, ja, wenn man es sozusagen maximal ausreizen möchte, könnte ich dann 3 Panels pro String anschließen. Da bin ich dann so bei roundabout 120 Volt und dann ist Schluss. Es gibt nämlich noch einen zweiten Faktor, den ihr unbedingt beachten müsst, wenn ihr dann eure Solarpanels hier anschließen wollt. Das ist zum einen die Amperezahl. Die ist nicht so schlimm, wenn ihr eure Panels seriell verbindet. Würde ich mal behaupten, gibt es kein Panel, was diese 12 Ampere oder ein Panelverbund aus seriellen, der diese 12 Ampere überschreitet. Aber was ihr unbedingt beachten müsst, das wissen viele gar nicht, ihr könnt diese 150 Volt, die hier anliegen dürfen, pro Eingang nicht ganz ausreizen. Das hat den Grund, dass jedes Solarpanel ab circa so 20, 15, 10 Grad, also alles, was sozusagen unter 25 Grad Außentemperatur liegt, etwas effektiver arbeiten kann. Das heißt, die 40 Volt, die jetzt für mein Panel gelten, zum Beispiel, die sind bei 25 Grad im Labor gemessen. Wenn wir zum Beispiel nur 10 Grad haben und einen extrem sonnigen Tag und das passt alles perfekt, ja, kann es sein, dass das Panel auch über diese 40 Volt kommt. Ja, wenn man jetzt wie ich hier mehrere Panels angeschlossen hat und jedes Panel produziert statt maximal 40 Volt, meinetwegen 42 Volt, ja, kann man schon ein Problem mit dem Eingang kriegen. Deswegen, Faustregel ist so ca. 10% des Maximalausgangs zu belegen. Achtet da unbedingt drauf. Wenn ihr über die 150 Volt an diesem Eingang kommt, da zerstört ihr euren MPPT und ja, letztendlich ist die ganze Einheit dann mehr oder weniger
nicht mehr zu gebrauchen. Genau, das dazu zum Solareingang. 150 Volt meiner Meinung nach auch völlig ausreichend. Ich glaube, ein String kann 1200 Watt aufnehmen. Mit 2 Strings könnt ihr maximal 2400 Watt Solar laden. Super, alles ausreichend meiner Meinung nach. Genau, dann hier oben unter der Kappe haben wir noch den AC-Eingang. Prinzipiell zu dem AC-Eingang gibt das gar nicht so viel zu sagen. Allerdings gibt es einen Kniffel, den vielleicht der ein oder andere Neuling noch nicht kennt. Ich habe das tatsächlich auf zahlreichen YouTube-Videos gesehen. Ja, die beschweren sich, wenn man hier den AC-Eingang ansteckt, dass der so viel Strom zieht, tausende Watt, und die Leute beschweren sich halt darüber, dass teilweise bestimmte Dieselgeneratoren oder Benzingeneratoren in die Knie gehen, ja, wenn man das versucht zu laden. Da möchte ich euch nur mal kurz noch zeigen. Wenn wir einmal hier in das Display der Haupteinheit gehen, dann hier unter Einstellungen und eine Seite weitergehen, ja, haben wir hier unten den Punkt Max Grid Input Current. Da könnt ihr einstellen, mit wie viel Ampere eure Einheit also maximal übers Stromnetz geladen wird. Die Voltzahl ist natürlich fest, je nach Modell. EU-Modell ist dann 230 Volt. Ne? Müsst ihr das Ganze dann addieren. Also hätten wir zum Beispiel einen Input von 10 Ampere, ja, würden wir bei 2300 Watt sein in der Summe. Und dementsprechend könnt ihr diesen Wert auch anpassen. Also je nachdem, wie schnell ihr eure Einheit über AC laden wollt, ja, passt unbedingt diesen einen Wert noch an. Genau, das noch so als kleiner wertvoller Tipp von mir. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Wie verbinde ich eigentlich meine B300 mit der AC300? Ja, das ist so ein Punkt, da habe ich tatsächlich auch einen kleinen Moment für gebraucht. Und ihr habt da ja mehrere Wege, das Ganze zu verbinden. Mit 2 B300, so wie ich sie jetzt hier habe, ist das Ganze relativ einfach. Und zwar habe ich die dicken Anschlusskabel jeweils an den obersten Batterie-Extension-Port angeschlossen. Der heißt dann BAT 01. Und das Kabel geht dann hier am ganzen Bogen oben an die AC300. Ja, und das Ganze gilt dann auch für den anderen B300. Da habe ich auch wieder den obersten Port verwendet. Und das ganze Kabel geht dann hier an der runden Schlaufe, zack, an den unteren Anschluss. Das heißt, die beiden Batteriepacks sind unabhängig voneinander verbunden an der AC300. Und das kann man auch im Display sehen, wenn wir da nochmal eben schnell hinspringen, uns hier den Batteriestand angucken, sehen wir, ja, wir haben Batterie 1 und Batterie 2. Ja, die AC300 kann bis zu 4 Batterien unterstützen. Wie funktioniert das Ganze? Weil, wir sehen ja, die AC300 hat nur 2 Eingänge für Batterieports. Ja, und das ist eigentlich ganz simpel, wenn man es weiß. Und zwar muss man immer 2 dieser Batteriemodule zusammenschalten. Ja, wie tue ich das? Wenn wir hier jetzt das Beispiel nochmal die unterste B300 Batterie nehmen, müsste dieses Extension-Kabel in den Batterieport, in den zweiten Batterieport der darüber liegenden B300, also das kommt hier rein, und dieses oberste Batteriekabel, was wir hier haben, das kommt dann wieder in die AC300. Genau, und das würde, also diesen Vorgang, den ich gerade gezeigt habe, würde man dann für die anderen beiden Batteriepacks auch wieder wiederholen. Also dann wird wieder der mit dem verbunden, und es würde dann an den Port da drüber kommen. So kommen wir dann auf die maximal 4 Batterieports, beziehungsweise die Möglichkeit, 4 Batterien anzuschließen. Genau. Dann auch hier wieder ein sehr beherzigster Hinweis von meiner Seite. Wenn ihr diese Batteriekabel anschließt, dann achtet unbedingt darauf, dass ihr diesen Schieberegler schiebt. Also wir haben hier einmal einen Knopf, der ist jetzt in dem Fall zum Entriegeln, weil ist bei mir schon eingesteckt, aber drückt diesen Stecker so doll in den Port, bis das hier oben klackt, und danach schiebt diesen Schieberegler so weit nach vorne, wie es geht, um die Verbindung entsprechend zu festigen. Ja, wenn man hier dran zieht, sieht man, da bewegt sich die ganze Einheit, aber letztendlich der
der Stecker bleibt fest drin. Das ist ganz wichtig, dass die Steckverbindungen fest drin sind. Wenn sie nämlich lose drin sind, ja, dann entstehen da sehr hohe Widerstände an dem Batterieport. Und für die Leute, die sich ein bisschen mit Elektronik auskennen, die wissen, Widerstände in der Elektronik heißt immer Hitze. Ja, und wenn das Ganze so eine schlechte Verbindung hier zwischen Port und dem Stecker hat, dass die Hitze so hoch wird, ja, und dann kann das auch sein, dass euch hier was wegschmilzt. Deswegen ganz wichtig, prüft, dass eure Stecker entsprechend fest drin sind. Das gilt auch für den Solarstecker. Den drückt ihr ganz fest gegen und dann könnt ihr eher den im Uhrzeigersinn hier an die AC300 festmachen. Genau, ganz wichtiger Hinweis. Okay. Das so ganz grundsätzlich. Erstmal, was das angeht. Ich möchte noch ein paar technische, ich nenne sie mal nicht Probleme, aber eventuell technische Einschränkungen dieser Kombination in diesem Video mit euch besprechen. Und zwar wäre das einmal der, ja, doch leider relativ hohe Eigenverbrauch dieser Einheit. Und zwar nehme ich mir mal kurz mein kleines Zettelchen zur Hand. Die AC300 hat hier einen Nachfolger, die AC500. Und die AC500 basiert im Großen und Ganzen auf der AC300. Und hat so ein paar geupgradete Features, zum Beispiel statt dem 3000 Watt Wechselrichter ein 5000 Watt Wechselrichter. Aber auch der Eigenverbrauch der AC500 ist deutlich besser als der AC300. Ich habe mich hier mal zu verschiedenen User-Analysen durchgelesen, einfach mal geguckt, ja, was haben die Leute so rausgefunden. Und ja, das zeige ich euch jetzt einfach mal, beziehungsweise erzähle ich euch einmal. Und wir haben ja, so wie die AC300 jetzt ist, im kompletten Leerlauf, ja, verbraucht die AC300 ca. 17 Watt und die AC500 nur 12,5 Watt. Da könnte man denken, ja, der Unterschied ist da, aber jetzt noch nicht so riesig. 4 oder 5 Watt, ja gut, mehr oder weniger, vielleicht nicht so schlimm. Wenn wir den Wechselrichter einschalten, ja, da könnte man denken, okay, Wechselrichter, 5000 Watt, der müsste ja eigentlich viel mehr Verbrauch haben. Ja, tatsächlich hat der Wechselrichter von der AC300 ca. 37 Watt Eigenverbrauch, von der AC500 nur 27. Also hier bewegen wir uns dann schon im 10 Watt Bereich. Und gerade wenn man die Einheit permanent über einen Wechselrichter anspricht, beziehungsweise die Geräte permanent über einen Wechselrichter betreibt, kann das natürlich schon einen ziemlichen Effekt auf die Batterie haben. Genau, und dann nur die DC-Eingänge an, also das sind dann die ganzen Ports hier, die USB-Ports und die 12 bzw. 24 Volt Zigarettenausgänge. Da haben wir bei der AC300 einen Verbrauch von 20,1 Watt und von der AC500 15,6. Ja, und dann gibt es das Ganze natürlich nochmal kombiniert. Also wenn ich AC und DC gleichzeitig anhab, dann habe ich einen Verbrauch hier bei der AC300 von 45,3 Watt und bei der AC500 nur 31 Watt. Also ihr merkt, die AC300 hat leider ein kleines, ich nenne es mal Effizienzproblem, was das angeht. Das schränkt natürlich die Nutzung eurer AC300 nicht ein in dem Sinne. Ihr müsst aber einfach sehen, dass ihr, wenn ihr statt der AC500 die AC300 an eure B300 Batterien klemmt, ja, dass ihr letztendlich weniger Energie zur Verfügung haben werdet. Okay. Die beiden Akkus sind ja wie gesagt hier parallel miteinander verbunden, also unabhängig voneinander. Die AC300 hat den Solareingang und verwaltet die Ladung des ersten und des zweiten B300 Akkus. Was mir ziemlich extrem aufgefallen ist, dass beide Akkus extrem ungleichmäßig laden. Also man sieht hoffentlich halbwegs, ja, die obere B300 hat 4 Balken, die untere B300 hat nur 3 Balken. Und wenn wir uns das Ganze nochmal hier im Display angucken, hoffentlich schaltet das halbwegs scharf.
Ja, also ich kann es auch erzählen. Auf der linken Seite 40%, also das ist in dem Fall dann die untere Batterie, und die obere Batterie hat 63%. Und die sind tatsächlich relativ gleich ausgelastet gewesen beim Starten des Ladens. Und ja, während des Ladevorgangs wurde die eine Batterie deutlich mehr bevorzugt zur anderen Batterie. Das ist leider eine Sache, die mir rein technisch aufgefallen ist. Wo wir gerade beim Thema Batterien sind, möchte ich euch auch nochmal ein kleines verstecktes Menü bei der AC300 zeigen, beziehungsweise, ja, das ist so ziemlich bei jeder Blue Yeti Einheit, wo ihr euch die einzelnen Batteriezellen Spannungen anzeigen lassen könnt. So, Entschuldigung. Um das Ganze aufzurufen, geht ihr hier einmal unter Data, dann ruft ihr hier den Punkt Batterie Information oder wenn ihr es auf Deutsch habt, ne, Batterieinformation auf. Und dann klickt ihr da oben auf dieses Batteriesymbol 5-mal. Und dann habt ihr hier ein verstecktes Menü, was euch die einzelnen Batteriezellspannungen anzeigt. Dann habt ihr hier, ja, was habe ich bisher mit der AC300 an Energie produziert, wie viel CO2 hat das eingespart. Ihr könnt hier den Counter für CO2-Einsparung übrigens auch zurücksetzen. Genau. Das dazu. Also wenn ihr mal gucken wollt, ob eure B300 sozusagen die einzelnen kleinen Batteriezellen, ja, ob die alle ungefähr die gleiche Spannung haben, ja, genau, könnt ihr euch mal in dieses kleine Menü da reinpacken. Ist manchmal wirklich ganz nützlich, gerade wenn es so um Kalibrierungsthemen geht. Dann solltet ihr auf jeden Fall mal gucken. Alles klar. Gut, dann, ich bereite nochmal was für euch vor. Ich möchte euch nämlich nochmal zeigen, was dieser Wechselrichter so leisten kann, beziehungsweise, ja, wofür ich diese AC300 eigentlich benutze. Also, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und ja, wie gesagt, was habe ich denn so für Use Cases für diese AC300, B300 Kombination? Ja, und die Hauptantwort liegt hier bei dem guten Stück, meiner EB55 und ja, noch eine ganze Palette an anderen Powerstation. Und zwar benutze ich diese Einheit primär als Energiespeicher, um damit andere Powerstation aufzuladen. Ja, ich weiß, das Ganze ist relativ ineffektiv, ja, weil ich natürlich über Solar die Einheit lade, dann das Netzteil zieht dann über AC, also es wird der Gleichstrom der Batterie in Wechselspannung umgewandelt, dass ein Ladegerät dann wieder in Gleichstrom umgewandelt wird und letztendlich meine EB55 lädt. Aber es gibt einen entscheidenden Vorteil, jetzt gerade in den kälteren Jahreszeiten, beziehungsweise ja, wenn die Sonne nicht mehr so scheint, wie jetzt, ich würde mal schon fast sagen im Winter. Das Geheimnis liegt hier drin. Wir haben gesehen, vielleicht hat jemand drauf geachtet, und wir haben es jetzt vielleicht, ja, weiß nicht, wie spät haben wir es, irgendwie 17 Uhr rum, die Sonne ist quasi weg, und wir haben so gut wie keinen Strom mehr. Und über den Tag brauchen wir, über den Tag ist es so, na, da ist immer mal so ein bisschen Helligkeit, mal ein Sonnenstreifen, aber ja, auch nicht wirklich die ertragreichste Jahreszeit, um das mal so zu sagen. Genau, und den Vorteil, den ich einfach habe, wenn ich wenig Sonnenlicht habe, dass ich hier viele Panels anschließen kann mit ja, einer hohen Wattzahl, um sozusagen aus dem wenig Licht noch die maximale Ladung rauszukriegen. Da würde ich meine PV200 Panels benutzen, zum Beispiel. Ja, dann könnte ich das hier anschließen und würde aber nur ganz, ganz wenig Energie mit diesen PV200 Panels rauskriegen. Also was ich hauptsächlich mache, im Sommer nicht so viel, aber im Winter hauptsächlich benutze ich das Ganze hier als, ja, wie gesagt, als Energy Storage System. Einfach, wie gesagt, mit dem Vorteil hier, dass ich da einen großen Solareingang habe. Dann, was ich natürlich auch noch gerne mache, beziehungsweise was andere machen lassen, Gartengeräte. Hier zum Beispiel der Rasenmäher, ja, der ist im Sommer regelmäßig über die AC300 beziehungsweise über einer meiner EP500 Pro im Einsatz. Ja, und für den Winter noch ein klassischer Fall, falls ich wirklich mal sonnige Tage hatte und auch der Akku ziemlich vollgeladen ist, haben wir hier noch so einen großen Infrarotheizstrahler.
Ja, den kann man dann Bedarf auch anschließen. Der hat eine Höchststufe 3200 Watt, also etwas über der AC300. Ja gut, es reicht auch die 4. Stufe. Eigentlich brennt einem bei Stufe 2 schon ziemlich der Popo weg. Ne? Deswegen völlig ausreichend. Und genau. Was ich außerdem noch primär im Sommer habe, wo wir einfach viel Strom zur Verfügung haben, das kann ich euch jetzt aber gar nicht zeigen, ist zum Beispiel eine Poolpumpe. Wir haben so eine Sandfilteranlage für den Pool und eine Wärmepumpe, welche davor geschaltet wird. Und die kann hier auch super angeschlossen werden, verbraucht irgendwie 800 Watt. Gar kein Problem für die AC300. Und wie gesagt, wenn die ganzen Panels, die hier angeschlossen sind, ist da auch wirklich mehr als genug Leistung vorhanden. Okay, das nochmal kurz dazu, wofür ich meine Systeme eigentlich verwende. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen mehr Erkenntnisse über technische Daten der AC300 näher gebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.